Hallo erstmal. Ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten, aber heute ist Piranha Becken TV und heute haben wir das Thema Rüstungen. Genau. Genau. Warum? Viele Charaktere in unserem Spiel haben unterschiedliche Rüstungen an, ja, und unterschiedliche Dinge, die man als Spieler vielleicht haben möchte oder auch nicht haben möchte. Gilden, die irgendwie damit ausstaffiert sind oder auch nicht, normale Bürger und. Und die interessante Frage ist... Wie sieht deine Lieblingsrüstung aus? Ganz dick und leicht. Leichte Plattenrüstung. Elegant. Camouflage. Egal wie. So ähnlich wie bei Dragonfly. Mit so ein bisschen Auswuchs an den Schultern und Hüftbereich und ansonsten bloß Stiefel und Handschuhe. Ich würde so ein Mischmasch aus der schweren Garde und der mittleren Söldnerrüstung wählen. Ganz viel Scheiß, den ich für alles brauche. Am besten schön breit, viele Kanten, viele harte Ecken, Stahl, Chrom und mehr Stahl. Oh ja, mit viel LEDs und so. Nein, also nein! Doch, unbedingt. Meine Lieblingsrüstung wäre so richtig mega Science-Fiction-mäßig am Start. Also. Wie viele Charaktere brauchen denn unterschiedliche Rüstungen? Ja, aus Spielersicht, je mehr, desto besser. Ist so, ne? Ja, Oder? ja, also wir haben ja auch da unterschiedliche Konzepte sind gefahren, also egal. Ja, keine Ahnung. In die Hölle gefahren. Am Anfang, also ich weiß, bei der Gothic-Reihe zum Beispiel, da gab es irgendwie immer diese Ganzkörperkondome. Ja. Ne? Ja. Da hast du irgendwie dann eine Rüstung gehabt, die war dann irgendwie alles. Okay, du konntest noch einen Helm aufsetzen und eine Waffe tragen, aber du hast dann ein Ding getragen irgendwie und das hat sowohl den Oberkörper als auch die Beine, als auch die Schuhe und alles bekleidet. Und irgendwann bei der Risen-Reihe sind wir dann davon ab und haben gedacht, wäre ja cool irgendwie, wenn man den unterschiedlich ausstaffieren kann. Und dann gab es dann unterschiedliche Hosen, die man mit unterschiedlichen Hemden kombinieren konnte. Und den Jutesack mit der Reisschüssel Genau. auf dem Kopf. Richtig. Ja. Und im besten Fall noch unterschiedliche Schuhe dabei irgendwie. Und dann sah das, ja, da konnte man sich eine richtig coole Rüstung zusammenklicken. Oder eben auch, nicht, wenn man es halt unterschiedlich kombiniert hat, man kann es konnte auch mal auch beknackt so aussehen. Ja, wie so ein Clown oder so. Und bei Elex haben wir zumindest Beinkleider, Oberkörperrüstung und den Helm beibehalten, damit man ein bisschen kombinieren kann. Das setzt einen natürlich auch vor verschiedene Herausforderungen. Also die erste Prämisse war, außer bei den Frauen im Spiel, die haben eine gesonderte Rolle, wenn du jemanden siehst in einer coolen Rüstung, Ja. dann kannst du die auch im Spiel bekommen. Ja. Was im Umkehrschluss aber bedeutet, dass der Spieler auch alle Rüstungen anziehen kann, die die anderen anhaben. Also wir haben nicht sowas wie Ambient-Rüstungen irgendwie für irgendwelche Leute und Player-Rüstungen, sondern wir haben Rüstungen, die kann dann auch jeder NPC tragen. Wir hatten das mal unterschiedlich und bei Elex hat es auch nicht ganz funktioniert, wenn man mal ehrlich ist. Denn die Rüstung von Kallax, das heißt die Lexitor-Rüstung, ist auch ein Ganzkörperkondom, so viel ich weiß. Ne? Und die Gildenrüstung der Alps, also die Alprüstung, Commander-Rüstung. Warum wird das gemacht? Das fängt immer an mit der Designphase und so weiter. Und wenn man so ein Barbie-Puppen-Prinzip da machen möchte, ja, da muss man immer darauf achten, dass man jetzt den Oberkörper von so einer Alprüstung irgendwie zusammen mit der Buddlerhose irgendwie tragen können muss. Das heißt, das muss irgendwo am Gürtel zusammenpassen und ineinander gesteckt werden können. Genauso wie die Helme, genauso wie der Rest halt, ne? Und das ist halt immer ein bisschen schwierig gewesen, gerade bei so einer futuristischen Rüstung aus Plastik irgendwie dann und so. Und dann hat man sich bei dem Design dann dazu entschlossen, das muss irgendwie so und so aussehen und das passt in dieses Prinzip nicht rein. Deswegen hatten wir auch ursprünglich die Rüstung des Alexithos und des Alp Commanders nicht im Spiel, verfügbar für den Spieler, weil wenn, wir haben es ja reingepatcht am Ende des Tages, ja, wenn man die anzieht, dann zieht man den Rest aus, sozusagen. Ne? Das heißt also, es ist genau deswegen, weil wir da nicht drauf geachtet haben von Anfang an. Wir wollten eine Antagonistengilde darstellen, das sind ja die Alps in dem Moment, ne? Das heißt, es sind im Wesentlichen die Typen, die man bekämpft.
und man soll sie nur darstellen, aber nicht anziehen. Also das sind halt, ist halt mehr Arbeit, die da reingesteckt wird. Das heißt, jemand, der in einem Figurenbereich arbeitet und die Rüstung herstellt, ja, der fragt mich auch sofort, wie viele Rüstungen brauchen wir überhaupt und muss das alles irgendwie funktionieren zusammen und kann ich da nicht einfach irgendeine Rüstung bauen und dann ist das gut und so weiter. Nee, das muss schon immer in diesen Barbie-Puppen-Prinzip irgendwie reinpassen, weil potenziell könnte ja sein, ja, dass der Spieler diese Rüstung anziehen können wird am Ende des Tages. Das wissen wir am Anfang nicht. Es gibt viele Sachen, die kann man planen, das sollte man besser berücksichtigen am Ende des Tages. Jede Rüstung, die ein Mann anzieht, also ne, Frauen jetzt beispielsweise, Frauenkleidung, obwohl das hatten wir auch schon mal, ne? Also, dass man die Frauenkleidung anziehen konnte und dann hatte man so einen dicken Männerkopf, also das hat schon mal funktioniert, ne? Aber nicht im Spiel, sag ich jetzt mal, ne? Sondern nur irgendwie logisch sozusagen. Es gab auch mal eine Zeit, da haben Frauen und Männer dasselbe Rick gehabt. Ja. Ne? Da waren die Frauen etwas weniger aufwendig, sahen aber auch nicht so gut aus. Mittlerweile machen wir uns den Aufwand, irgendwie natürlich für die Frauen ein eigenes Rick zu entwerfen, damit die auch irgendwie ein bisschen cooler aussehen und sich irgendwie auch vernünftig bewegen können. Und das macht dann irgendwie doppelt so viel Arbeit und die brauchen dann auch eigene Rüstungen. Ja. Wenn man jetzt mal hinter dich guckt, da haben wir so ein Plakat mit den Rüstungen, die man sehen kann. Einmal der Alp-Commander, dann den Kleriker, den ausgebauten, dann den Berserker da unten, den voll ausgebauten und den voll ausgebauten Outlaw. Die haben alle unterschiedliche Funktionen. Wenn man sich den Outlaw anguckt, den voll ausgerüsteten, der sieht ja so ein bisschen aus wie ein Typ vom Bombenkommando, ja, der eine Bombe entschärft und mit einem Sturzhelm auf, ja, während der Berserker halt eine mittelalterliche Fantasy-Rüstung anhat, ne, dass das auch dazu passt, zu dem, was er erzählt und so weiter. Die Kleriker halt auch so ein Weltraum-Suit mehr oder weniger, genauso wie die Alps auch, halt mit unterschiedlichen Farben und unterschiedlichen Funktionen. Das heißt also, dass wir tatsächlich auch bei den Rüstungen immer darauf achten, was machen die denn überhaupt? Wofür sind die bekannt? Ja? Outlaws beispielsweise, die wollen immer gerne alles in die Luft sprengen. Also liegt es nahe, dass die auch aussehen, wenn sie voll ausgebaut sind, wie jemand von so einem Bombenkommando, ja. Während halt die Berserker sagen so, wir sind eher so mittelalterlich, wir wollen sozusagen nur in Hütten wohnen und zusehen, dass wir die Technik vermeiden. Die sehen eben so aus, wie sie damals ausgesehen haben im Mittelalter und so weiter. Und bei den futuristischen Leuten natürlich auch. Potenziell könnte ja mal sein, dass man irgendwann morgens wach wird und man ist im Weltraum. Ja. Also das heißt, die Rüstungen sollen auch immer irgendwie eine Funktion erfüllen. Ne? Und dann kommt noch dazu bei den Outlaws, dass sie in der Wüste leben. Ne? Man hätte ja auch natürlich irgendwie so Beduinenklamotten machen können, aber die konnte man nicht so schön in, sag ich mal, in Reihe bringen, weil die Rüstungen müssen auch eine bestimmte Funktion erfüllen innerhalb der Stärke, in der man sich befindet. Das sollte man am besten auch sehen. Das heißt, einen Rang, den man bekleidet innerhalb einer Gilde, sollte man dann auch sehen können. Man sollte sehen können, dass er zu dieser jeweiligen Gilde gehört. Das ist schon mal eine Herausforderung für den Designer, also für den Artist, ne, zu gucken, was ist denn jetzt wirklich Kapelle bei den Gildentypen, wofür stehen die, warum sehen die so aus und so weiter, weil es ja auch eine große Entscheidung ist am Ende des Tages, welcher Gilde ich mich anschließe, wie cool sieht die Rüstung aus. Ne? Und Coolness-Faktor ist immer schwierig zu benennen, was ist cool, was ist cheesy. Ist immer sehr schwierig, aber ganz wichtig ist halt eine Low, Mid- und High-Rüstung. Die müssen halt von Shape her, das heißt von Tier her, so sagen die Designer da unten mittlerweile, ja, erkennbar sein. Also schmale Schultern oder irgendwie nur kleine Platten irgendwie und die müssen dann am besten immer größer werden, dass man schon von der Statur her, wenn man so einen Scherenschnitt davon macht, ja, schon erkennen können, dass die immer größer werden. Das für den Spieler natürlich auch schön, wenn er in so ein Lager reinkommt, zu sehen, der hier, der ist wahrscheinlich nur eine Wurst und der hier, der hat was zu sagen. Hat was zu sagen. Ne, dann gehe ich doch mal dahin, guck mal, was der will. Ja. So, wie viele brauchen wir pro Gilde? Ja. Die Antagonistengilde, die kam aus mit 3 Rüstungen. Einmal den mittleren Soldaten sozusagen der Alps. Dann hatten wir den Commander, der alte fettere Rüstung anhat. Und dann die spirituellen Anführer dieser Gilde. Das sind die Elexitoren, also die voll ausgebaute. Und dann gab es nochmal eine dreckige Abart davon, die dann die Separatisten getragen haben. Genau, die hatten dann farblich abgesetzte gelbe
Accessoires, also oder Platten an der Stelle, dass man die auch direkt so erkennen konnte. Man konnte sehen, okay, das sind Alps, aber die gehören halt zu einer anderen Fraktion. Das heißt, auch farbliche Unterschiede kann man machen bei Rüstungen. Das ist auch immer sehr cool. Mhm. Ja, wie viele haben wir denn pro Rüstung? Pro Gilde, mein Gott. Am Anfang des Spiels, im ersten Kapitel, hast du ja irgendwie einen Popolappen und einen rostigen Nagel, mit dem du losgeschickt bist. Das heißt, irgendeine Art von, wir nennen das Nacktmesh. Das heißt, wenn man alles auszieht an Rüstungen, ja, muss darunter irgendwie eine Standardrüstung sein. Bei Elex sieht es so aus, da hast du ein T-Shirt oder so ein Muskelshirt oder sowas, genau. eine ziemlich eng anliegende Hose und so weiter. In den meisten Fällen ist es so, dass die ersten 3 bis 4 Spielstunden von dieser Rüstung beherrscht werden. Das heißt, die muss dann auch schon cool aussehen. Du bist das wieder dieser Senftopf-Held, ne? Du bist halt eine arme Wurst am Anfang, musst aber cool aussehen. Und das ist bei einer Rüstung auch nicht so einfach. Wie sieht denn cool aus? Ja, Riddick sieht cool aus. Also nimmt man sich das als Vorbild und sagt, okay, du hast irgendwie eine Art von Armeehose oder irgendwie so unter ein Rippenshirt und fertig, weil das soll sich ja noch steigern. Das soll sich steigern in der Abenteurerrüstung-Riege. Das heißt, jede Fraktion hat ihre unterste Volkkleidung sozusagen, die gar nicht zur Gilde unbedingt gehören müssen, irgendwie daran angelehnt sind, aber noch nicht irgendwie so cool und pompös aussehen, wie die tatsächlich Berserker oder Outlaw sind, ja. Das heißt, die nennen wir dann die Abenteurerrüstung. Da gibt es immer ungefähr 2 Stück. Pro Gilde, ja. Und am besten noch irgendwie Bürgerkleidung, wenn wir am Ende des Tages einen Typ mit einem schmierigen Hemd in der Ecke darstellen wollen und so weiter. Das ist so die untere Riege. Das ist das, was die meiste Zeit oder von den meisten Spielern überhaupt gesehen oder erreicht wird. Weil die halt immer so lange brauchen, bis sie sich entscheiden. Und dann laufen sie Ewigkeiten in eine Abenteuerrüstung an, die auch untereinander dann gestaffelt sind schon. Die muss aber auch cool aussehen. Die sollte auch cool aussehen und es gibt dann im Grunde genommen 6 Oberteile, 6 Hosen, 6 unterschiedliche Kopfbekleidungen mindestens. Ich glaube, es gab sogar noch Farbabwandlungen, die man finden, kaufen oder geschenkt bekommen konnte im Spiel irgendwie. Und je nachdem, wie der Spieler spielt, also wo er zuerst hinrennt, findet er die recht schnell oder findet die halt teilweise auch echt spät oder gar nicht. Und dann kommt immer dieser Anspruch irgendwie, ja, das Spiel braucht mehr Rüstungen. Ne? Denn auch das ist eine Philosophiefrage. Auf der einen Seite ist es natürlich viel geiler, die Rangrüstungen zu bekleiden, die aber auch voll ins Balancing reingrätschen. Ne? Das heißt, die sind dann meistens in irgendwie... Je cooler die aussieht, desto stärker muss die abhalten. Natürlich, richtig, klar. Und die fetteste Rüstung ist dann meistens auch für die späteren Kapitel gedacht, weil am Anfang will ich ja irgendwie mich noch ein bisschen da durchkämpfen und merken, dass die Welt auch gefährlich ist. Und später möchte ich das Gefühl haben, so, jetzt hau ich aber dem eine rein und der ist dann auch tot. Ja. Und diese haben halt auch einen Einfluss auf die Abenteuerrüstung. Das heißt, die Unterschiede in den Abenteuerrüstungen können nicht so groß sein, dass ich damit auch schon alles platt mache, weil sonst ist die Gildenrüstung gar nicht mehr so spannend. Und die Philosophie, die dahinter ist halt auch eine andere. Möchte ich jetzt mehr Varianz? Das heißt, man könnte ja auch sagen irgendwie, ja, du kannst jetzt das grüne, gelbe, braune, schwarze und weiße Hemd irgendwie dir kaufen und dann mache ich meine Figur so, dass sie so aussieht, wie ich mich vielleicht morgens anziehen würde, aber ein Rüstungswert ist das total peng. Oder ich sag, nö, ich möchte das gildenspezifisch haben, dass diese Rüstungen halt zu dieser Gilde passen und auch einen bestimmten Rüstungswert dann auch haben, der mir im Spiel wenigstens eine kleine Stufe bringt, die mich besser macht. Und dann habe ich halt meine Gildenrüstungen. Und das Ganze hat natürlich auch einen riesen Aufwand, den man dann betreiben muss, um diese Rüstungen tatsächlich zu erstellen, von unserer Seite her. Mhm. Deswegen haben wir uns diesmal für 6 verschiedene Rüstungen entschieden. Da kann man auch als Anfänger, bis man sich dann endlich mal entschieden hat, irgendwie rumprobieren, welche Hose ist denn jetzt am besten und welches Oberteil ziehe ich dazu an. Und wenn ich irgendwie noch ein bisschen mehr Rüstungswert haben will, ziehe ich auch noch die Mütze dazu auf. Viele davon sind halt auch gut versteckt, so dass Spieler das Gefühl haben, ach, ich könnte jetzt aber noch eine Abenteuerrüstung gebrauchen. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwie 30 Stunden spiele, bevor ich mich entscheide, die irgendwie dazwischen ist. Kommt noch dazu, dass die Kosten für die Rüstung. Wenn du einer Gilde beitrittst, kriegst du den ersten umsonst. Aber auch nur das Oberteil. Ja, das heißt, den Rest musst du dir dann auch kaufen und die werden natürlich auch immer teurer. Ja,
Wir haben auch oft gesagt bekommen irgendwie, ja, also die letzte Rüstung, die höchste, also wollt ihr uns verarschen, die ist ja irgendwie so und so viel 1000, ne? Das müssen wir, weil wir ja auch in irgendeiner Art und Weise das Spiel zum Funktionieren bringen müssen. Und die Kohle ist ja da. Und wir haben einen Volumenreduktionsrucksack. Das heißt also, den ganzen Krempel, den man in der Tasche hat, verkauf den mal, dann wirst du höchstwahrscheinlich dir die größte Rüstung am Ende mal leisten können. So, das heißt, irgendwo musst du deinen Krempel dann auch loswerden und der muss ja auch sinnvoll irgendwo angelegt werden. Darum sind die Kosten immer so hoch. So, das macht ja auch Sinn. Was auch Sinn macht, sind auf jeden Fall Lappen. Ne? Ja. Lappen an den Rüstungen sind irgendwie cool, weil sie sich cool bewegen. Früher musste man das per Hand nachanimieren. Die viel besagten, wenn man so einen Trompetenärmel hat oder so, Secondary Animations, ja. Das heißt also, wenn man irgendwie das Ding animiert hat und die Rüstung, die musste dann irgendwie dazu auch noch animiert werden. Mittlerweile geht das alles physikalisch. Das heißt also mit Apex oder mit anderen Techniken oder so, dass die tatsächlich immer nach unten, diese Klamotten und so weiter und die coolste Rüstung, ne? Also die coolste Rüstung, keine Ahnung, was ihr meint, was die coolste Rüstung ist, vielleicht könnt ihr uns ja unten ja auch mal reinschreiben in die Kommentare, ist häufig die mit irgendwie wehenden Lappen dran. So, ne? Also bei uns ist es die Klerikerrüstung, ne? Die voll ausgebaute, weil sie halt auch irgendwie so eine Art von Cape oder Unterrock hat irgendwie. Ne? Das ist auf jeden Fall, geht das mit rein in dem Empfinden, wie die Figur sich bewegt, ja, die Empfinden, wie die Animation auf dich wirkt und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist typische Assassin's Creed-Thema. Bei Assassin's Creed sieht der Typ immer von Anfang an ziemlich geil aus. Ja. Und der hat ganz viel Zeug, was um den herum weht irgendwie, wenn er sich umdreht, wenn er klettert, wenn er springt, wenn er kämpft irgendwie. Zieh dem da den Mantel aus und dann guck dir nochmal die Animationen an. Das ist schon witzig. Und wir haben den Vorteil gleichermaßen wie Nachteil irgendwie, dass wir am Anfang, gerade am Anfang des Spiels, so der erste Eindruck, die ersten paar Stunden, die der Spieler zu sehen bekommt, da haben wir halt eine Figur irgendwie, die nackig ist und eben keine coolen, wehenden Klamotten irgendwie drumrum, ne? Da guckt natürlich jeder aufs Knie und auf den Ellbogen und ob der sich auch realistisch bewegt irgendwie. Und wenn er später irgendwie so eine Rüstung tragen würde irgendwie, das wäre dann schon was anderes, ne? Dann sieht er natürlich gleich ganz anders aus. Gibt ja auch Spiele, die haben sehr viele Lappen an den Rüstungen, ne? Die sehen dann aus wie zwei kämpfende Wischmobs irgendwie, ne? Also das finde ich auch immer sehr witzig. Aber es ist ja auch okay, ne? Also was wird als cool empfunden? Lappen werden als cool empfunden, auf jeden Fall. Ne? Das heißt also, je mehr Physik da greift, je realistischer dieses Ganze sich anmutet, die Rüstung an sich, desto cooler wird es empfunden. So. Es gab auch lange die Frage nach der Kapuze. Gibt es Kapuzen in eurem Spiel? Gerade weil wir auch am Anfang mit diesen Artworks da geworben haben, irgendwie hat jeder auch erwartet, dass die Kapuze reinkam. Und die Kapuze war halt besonders schwierig, weil sie eben nicht starr ist, sondern sich so ein bisschen mitbewegen muss und dann auch noch zu den unterschiedlichen... Ohne, dass sie durchguckt, ne? Das heißt, so Stehkragen ist immer schwierig, wenn man dann eine Kapuze dazu anzieht, ja, dann gibt's halt Durchdringung und Durchdringung ist auch mal ein großes Thema, gerade für Rüstungen, ne? Und wenn je pompöser die Rüstung ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich mich unterhalte, dass ich irgendwelche Durchdringungen habe und es gibt ja auch so einen gewissen Abstraktionsgrad, sage ich mal, den die Spieler dann auch akzeptieren auch. Ne? So ist es ja nicht nur bei den Dialogen, auch so im Spiel, ganz klar. Ne? Durchdringungen sind nicht wirklich schlimm. Des Weiteren gibt's auch bei den Rüstungen immer starre Elemente, wie zum Beispiel Metall, ja, die Metallplatte zum Beispiel, die irgendwie mitatmet. Ne? Das kennt man sicherlich auch aus anderen Spielen, da sind nicht wir alleine mit. Ne? Wenn man die dann starr machen würde, dann würde das wahrscheinlich auch ständig irgendwie Durchdringung haben und so weiter. Also mogelt man so ein bisschen und lässt auch starre Dinger irgendwie mitbewegen oder mitatmen. Ja? Das hat diverse Gründe, weil am ersten macht man irgendwie ein cooles Design. Ja? Man überlegt sich, wo genau passt die jetzt irgendwie so eine Rüstung, wenn man sie designt, wenn man sie aufmalt, wenn man sie zeichnet und so weiter. Sieht auch cool aus und so. Ja, aber die hat die und die Probleme. Du hast hier überall Platten und so. Mit welchem Bone bewegt die sich denn jetzt mit? Wenn das obere Teil sich mit dem Knochen mitbewegt, das untere mit dem, dann hast du ständig diese Ziehharmonika-Effekte und. Das heißt, das weiß man teilweise erst, wenn die Rüstung da ist. Gibt auch noch verschiedene Materialien, die man dazu hat. Das heißt, Rüstungen bestehen aus unterschiedlichen Materialien. Fell, Leder, Metall, Kunststoffe und die haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Die einen glänzen, die anderen sollen halt fällig aussehen,
Ne, am besten Haare dran oder so. Also das ist schon ein Riesenthema. Aber, ne? Je nachdem, welche Technik man da benutzt, beim Erstellen solcher Rüstungen geht man ja auch immer Risiken ein irgendwie. Wenn du jetzt hier so eine Platte hast irgendwie und die ist in sich selber irgendwie gebaut und du hast einen Bug drin, dass die immer irgendwie vors Gesicht klatscht, dann sieht das doof aus. Und deswegen fragt man sich, warum sollte man das überhaupt von vornherein so bauen, wenn das auftreten könnte. Ja. Also bauen wir es lieber oder wie unsere Nummer sicher. Wackelbrüste, ne? Die so ein bisschen Physik haben sollten, aber nicht zu viel. Das stimmt, obwohl ich mich jetzt letzte Woche erst dafür rechtfertigen musste, dass wir den Bug ausgemacht haben. Mhm. Weil er vielen Leuten auch gefallen hat. Okay, alles klar. Gut, dann kommen wir mal zu unserer Trophy-Box. Alles klar. Was haben wir denn hier? Ein Video. Und zwar eine DVD-Box. Von dem Film Offline. Was hat es damit auf sich? Ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr. Ja, erzähl mal. Was ist Offline überhaupt? Offline ist ein Kinofilm, bei dem wir mitgemacht haben, im Grunde genommen. Also wir haben bei diesem Film, Entschuldigung, die ganzen Computerszenen gemacht. Ja. Und das kam zustande, weil der Regisseur irgendwie uns... Also der Kerr Jungmichel von Deep Silver, der hat den Kontakt hergestellt zu einem Regisseur, den Florian Schnell, der bei Red Pack arbeitet oder zu der Zeit irgendwie mit denen zusammengearbeitet hat. Und der hat so eine Art Jugendfilm oder so ein Mischmasch aus Game und Film gemacht, ja, und er hat uns gefragt irgendwie, ob wir bei diesem Ding mitmachen möchten und die entsprechenden Szenen der Computerspielelemente dieses Films, ja, generieren wollen. Und die Claudia Kien, die bei uns für die Cutscenes verantwortlich ist, hat maßgeblich damit dran gearbeitet an dem Ding. Wir machen mal nochmal eine gesonderte Folge über diesen Film. Genau, da erzählen wir euch ein bisschen mehr. Ich habe auch so eine kleine Gastrolle bei dem Ding bekommen. Weiß ich nicht, ja. Der Florian wollte, dass ich da mitmache irgendwie. Das fand er irgendwie cool. Das ist auch ganz witzig. Das war nicht besonders hoch, das Budget, was er zur Verfügung hatte. Was er da rausgeholt hat, ist echt beeindruckend. Der Film, den gibt's mittlerweile so zu kaufen. Man kriegt deswegen den... Trophy Box, genau. Man gibt den, es gibt den auf Amazon mittlerweile, es gibt den umsonst bei Netflix. Wer das hat, kann ja mal reinschauen. Vielleicht gefällt euch das ja und mehr dazu erzählen wir dann mal in einer Extra-Folge. Gut, damit wären wir dann auch durch. Auch guck mal, wir haben ja schon 22 Minuten, zumindest auf der Uhr stehen. Oh. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und schreibt mal eure Kommentare unten rein. Wir lesen uns die mal gerne durch, weil es immer super spannend für uns. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt aber schnell, aber schön langsam.